Wenn Sie möchten, dass Ihre Rosen schnell Wurzeln schlagen und aus einem einzigen Zweig eine neue, gesunde Pflanze ziehen, gibt es einen einfachen, altbewährten Trick, den viele erfahrene Gärtner anwenden. Sie benötigen lediglich eine Knoblauchzehe. Und liebe Freunde, falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie bitte unseren Kanal und geben Sie diesem Video ein Like. Das bedeutet uns sehr viel. Vielen Dank. Knoblauch wirkt auf natürliche Weise antibakteriell und antimykotisch. Und genau das ist besonders wichtig, wenn Sie einen jungen Rosenzweig schneiden. Das größte Problem beim Bewurzeln ist Pilzbefall und Stängelfäule, und Knoblauch beugt dem auf ganz natürliche Weise vor. Die Vorgehensweise ist einfach. Wählen Sie zunächst einen gesunden, halbreifen Rosenzweig, nicht zu hart, aber auch nicht zu zart. Schneiden Sie ihn schräg ab, etwa 15-20 cm lang, und entfernen Sie die unteren Blätter. Nehmen Sie dann die Knoblauchzehe, schälen Sie sie und machen Sie ein kleines Loch in die Erde, wo Sie den Steckling einpflanzen möchten. Bevor du den Steckling in die Erde steckst, drücke die Spitze vorsichtig direkt in die Knoblauchzehe. Du musst sie nicht durchstechen, achte nur darauf, dass der Steckling unten Kontakt mit dem Knoblauch hat. Dadurch können die Knoblauchfasern ihre natürlichen Inhaltsstoffe freisetzen, die den Steckling vor Fäulnis schützen und die Wurzelbildung fördern. Setze den Steckling dann zusammen mit der Knoblauchzehe in das Pflanzloch und bedecke ihn leicht mit Erde. Gieße ihn aber nicht zu viel und decke ihn, wenn möglich, mit einer Flasche oder einem durchsichtigen Glas ab, um Feuchtigkeit und Wärme zu speichern. Unter solchen Bedingungen wurzeln Rosen in der Regel viel schneller als ohne Behandlung. Nach ein paar Wochen wirst du neue Triebe sehen. Der Trick hat also funktioniert. Einfach, natürlich und ohne Chemie, nur eine gewöhnliche Knoblauchzehe und ein bisschen Pflege. Heute verrate ich Ihnen etwas, das fast niemand weiß. Wussten Sie, dass es ein Pulver gibt, das Pflanzenzweige innerhalb weniger Tage bewurzeln lässt, wenn man sie hineintaucht? Ja, es klingt unglaublich, aber es funktioniert. Viele denken, Pflanzenvermehrung sei schwierig und erfordere besonderes Wissen oder teure Präparate. Dabei braucht man eigentlich nur etwas Wasser und dieses Pulver, das alles verändert. Wenn man einen Steckling hineintaucht, geschieht etwas, das wie pure Magie wirkt. Die besten Ergebnisse erzielt man mit Pflanzen wie Rosmarin, Lavendel, Immortelle, Minze, Basilikum, Geranie und Rosen. Man nimmt einfach einen jungen, frischen Zweig, taucht das untere Ende in das weiße Pulver und steckt ihn sofort in Erde oder Sand. Und dann heißt es warten. Nach nur wenigen Tagen sprießen an der Eintauchstelle kleine Wurzeln, ein Zeichen, dass die Pflanze wieder zum Leben erwacht. Dieser Trick wurde von alten Gärtnern als Geheimnis gehütet und nur an jene weitergegeben, die die Erde zu hören wussten. Heute können auch Sie es versuchen. Einfach, schnell und beinahe magisch, als ob die Pflanze selbst wüsste, dass Sie ihr eine neue Chance geben. Manche sagen, dieses Pulver erwecke die Pflanze, es verleihe es ihr Energie, die nur die Wurzel beim Berühren der Erde spürt. Andere behaupten, es liege allein an der Wärme ihrer Hände und der Stille des Augenblicks, wenn sie den Steckling in die Erde setzen. Doch eines ist sicher: Wer einmal neues Leben aus einem kahlen Zweig sprießen sieht, wird nie wieder an der Kraft der Natur zweifeln. Stellen Sie sich vor, ein Lavendelzweig, den Sie gestern gepflückt haben, wird in wenigen Wochen zu einer neuen Pflanze. Oder ein Rosmarinzweig, der sich abmüht und dann plötzlich Blätter treibt. In diesem Moment wird Ihnen klar, Sie haben die Pflanze nicht gepflanzt, Sie haben ihr einen Neuanfang geschenkt. Das Geheimnis mag im Pulver liegen, aber die wahre Magie liegt in dir, in deiner Hand, deinem Willen und deiner Liebe zu Pflanzen. Denn jede Pflanze hat ihre eigene Geschichte. Manche sind stille Kämpferinnen, wie die Immortelle, die Stein und Sonne trotzt und dennoch intensiver duftet als alles andere. Andere, wie Lavendel, verströmen einen Duft, der dich beruhigt, selbst wenn dich das Leben erschöpft. Und Rosmarin, er trägt die Kraft des Meeres und des Windes in sich, bewahrt Erinnerungen und schenkt neue Lebenskraft. All diese Pflanzen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sind durch dasselbe Geheimnis verbunden: den Willen zum Weiterleben.
Wenn du sie mit diesem Pulver bepflanzt, wirst du dich fühlen, als hättest du etwas Uraltes erweckt. Die Wurzeln beginnen zu atmen, die Erde wird warm und du wirst Zeuge dieses kleinen Wunders. Und es spielt keine Rolle, ob du ein erfahrener Gärtner bist oder ein Anfänger, der die Erde gerade erst entdeckt. Die Natur selbst wird dir zeigen, was zu tun ist. Mit der Zeit lernst du auch zuzuhören, die kleinen Zeichen wahrzunehmen, einen Tautropfen auf einem Blatt, ein leises Rascheln im Wind an einem jungen Trieb. Pflanzen sprechen nicht, aber sie erzählen dir alles, wenn du sie mit dem Herzen betrachtest. Und so, während du die neuen Triebe sprießen siehst, erkennst du, dass es nicht nur um Pflanzen geht. Es geht um dich, um Geduld, Aufmerksamkeit, um etwas, das man nicht kaufen, sondern fühlen kann. Dieses Pulver, dieser Moment, in dem du den Steckling eintauchst und pflanzt, das ist der Moment der Schöpfung. Und vielleicht ist dieses Geheimnis deshalb so kraftvoll, weil es das vereint, was der Mensch geschaffen hat und was die Natur selbst weiß. Also keine Eile, atme tief ein, berühre die Erde und lass es geschehen. Wenn du die ersten Wurzeln sprießen siehst, wirst du es wissen, du hast gerade Leben geschaffen. Und wenn du das nächste Mal einen kleinen Zweig in der Hand hältst, betrachte ihn nicht als gewöhnliche Pflanze. Sieh ihn als den Beginn von etwas Neuem. In ihm schlummert Leben, das nur darauf wartet, von dir zu entdecken zu werden. Vielleicht liegt das Geheimnis wirklich in diesem weißen Pulver. Oder vielleicht liegt es in deiner Berührung, in der Wärme deiner Hände, in der Sorgfalt, mit der du es angehst. Pflanzen spüren es. Und wenn du ihnen ein bisschen Liebe schenkst, geben sie es 100-fach zurück. Beobachte sie beim Wachsen. Lausche ihrem Atem. Jedes Blatt, jede Wurzel, jede neue Pflanze erzählt eine Geschichte von Leben, Geduld und Stille. Die Erde sieht alles, erinnert sich an alles und gibt alles zurück. Und nun, da du alles weißt, kann ich dir verraten, was ich bisher verborgen habe. Dieses Pulver, das die Wurzeln erweckt, ist nichts anderes als Weidenrindenpulver. Natürlich, einfach und kraftvoll. Alte Gärtner hüteten es wie ein großes Geheimnis. Es enthält Wachstumshormone, die die Natur selbst produziert. Und genau das verwandelt einen gewöhnlichen Zweig in neues Leben. Also probier's aus. Tauche den Steckling in Weidenrindenpulver, rolle ihn in Sand, gieße ihn und warte. Und wenn daraus neues Leben sprießt, wirst du wissen, dass du das Geheimnis der Natur berührt hast. Vergiss also nicht, was du heute mit Liebe pflanzt, schenkt dir morgen Duft, Farbe und Leben. Teile dieses Geheimnis mit anderen, denn vielleicht entdeckt jemand dank dir ein Wunder in seinem Garten.